High up in the north of Germany, directly on the border with Denmark, is the island of Sylt. The almost 40-kilometer-long sand beach of Weststrand is the workplace of lifeguard Lars. Das ist total schön hier. Oft bin ich eine halbe Stunde früher auf dem Weg zum Dienst, einfach um das auch für mich alleine zu haben. His wife Maren is baking apple dough balls with their grandson Pietje. Das ist die Apfelform, die da nachher rauskommt. Da ist gar kein Apfel drin. Ja, meine Oma hat immer gesagt, es sieht eigentlich aus wie ein Pferdeapfel. Pferdeapfel? Ja, schmeckt aber viel besser, ne? The Sylt mussels, mackerel and local oyster are all typical for this North Sea island. Shortly before 7 a.m. and the beach in the municipality of Kampen is empty, Lars and his colleague Mohammed El Ghazi are both members of a lifeguard team. Before their shifts begin, they're making a brief trip out onto the waves. Ja, es ist jetzt noch ein bisschen früh, also eigentlich Juli, August ist Hauptmakrelenzeit auf Sylt, vor Sylt. Aber wir haben ja schon mal letzte Woche schon mal getestet, wir haben schön ein paar Fische gefangen und freuen uns jetzt wirklich, dass das rund geht. Even when no wind is blowing, the North Sea always has some swell. A small challenge for Lars and Mohammed before they get to the open sea. Mackerel are schooling fish, and they also live in this coastal region. They're a member of the tuna family, a popular catch for the local anglers. Also ich wäre soweit, meinetwegen können die Fische kommen, Mohammed. Jo. Ja, durch das Herauf- und Runterlassen des Paternosters soll das ja so ein bisschen die Bewegung der Heringe nachahmen, dass der Jagdinstinkt der Makrele sozusagen geweckt wird. Makrelen sind ja Jäger, aber momentan ärgern sie uns so ein bisschen. Ich glaube, wir müssen rechts und Norden lassen. Also ein bisschen ist Glückssache, Erfahrung, dass man sich ein bisschen an die Gezeiten hält, wie die Schwärme wieder unter Land kommen, wie sie rausgehen. Moin, Jürgen. Habt ihr alle Fische vertrieben oder was? Ja. Die war noch nichts Tolles oder was? 120. Ja, letztlich sind sie, guck mal hier wollt ihr raus. Mohammed, angelst du eigentlich noch mit oder möchtest du dich heute nur sonnen? Ich guck mal. Wir gehen weiter. Mutti, komm. Wild dunes and endless sandy beaches, as well as being a trendy celebrity island, Sylt has no shortage of nature. The typical architectural style is thatch-roofed houses. In early summer, the Sylt rose can be seen blooming all over the island. Maren Lunk is preparing a sour marinade. Onions, bay leaves and sugar go into it. Lieber ein bisschen weniger Zucker. And water, a splash of vinegar and spices. Maren puts the stock on to boil. Das Rezept kommt von meiner Oma aus Hörnum. Ja, und seitdem mache ich das dann auch. Noch Zitrone. Durch den Essig und die Zitrone ist es nachher tatsächlich so, dass die
Gräten weich werden und man eigentlich alles vom Fisch essen kann, bis auf die Hauptgräte. Und der hält besser. Den kann man eine Woche gut im Kühlschrank lassen. Hallo. Hallo? Moin. Hey. Na und? Wir haben ein paar Fische mitgebracht. Ein paar Makrelen. Ich hab schon mal gedacht, ich setze den Sud schon mal auf. Das ist gut. Ne? Nein, sehr schön. Oh, sieht gut aus. Before the mackerel are placed in the cooled marinade, Lars turns them in flour and fries them thoroughly. Weather permitting, this is done in the backyard to stop the entire house from smelling of fish. Nee, die müssen noch ein bisschen Farbe kriegen. Es war Sommer, ne? Dann können die ja nicht so blass bleiben. Lars fries them until they're golden brown. Mohammed has long been a friend of the family. He and Maren are preparing the mackerel using a recipe from his North African homeland of Morocco. Das sind doch die Gewürze, die du jetzt aus Marokko mitgebracht hast, Ja, ne? richtig. Was ist denn da drin? Weißt du das? So, wir haben Olivenöl, Kumin, roter Paprika, Okay. Kurkuma, Limette, Knoblauch und Petersilie. Und von wem hast du das Rezept? Das habe ich von meiner Mutter gelernt. Das ist so ein Sommerrezept. Aber gibt es überhaupt in Marokko Makrelen? Ja, gibt ganz viele Makrelen. Marokko ist im Atlantik. Also wir haben mehr Makrelen als Sylt. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und Aber magst ich du mag die? gerne marokkanische Art. Ja, ich bin so mit dem Geschmack aufgewachsen. Also beim Kinderart läuft dich auf der Straße und so ein Restaurant, jedes Haus Bratenmakrelen so zum Mittag und so, und dann alle Leute sind, ja, ich will Makrelen essen. Mohammed first turns the mackerel in the seasoning mixture, then in the flour, and then they are fried. Machst du erst Bauchseite oder? Okay. Lars, bringst du einen Teller, wo wir die Makrelen gleich drauflegen können? Danke. Der sieht gut aus, aber ich muss jetzt gleich los. Tschüss. Bis heute Abend. Sollen wir eine probieren? Natürlich. Danke. Oh, geil. Das schmeckt wie Mauro. Lecker. Wie Sommer. Work starts at 10 o'clock for the lifeguards. In the summer, they're on the beach 7 days a week. The small station is their protection against wind and weather. Mohammed lives on Sylt for 3 months in the summer season to earn a little extra money. The rest of the year, he runs a small surf school near Agadir. Das Schöne ist ja, dass das Wasser sowieso ja jeden Tag gleich warm ist eigentlich. Also wenn das Wasser erstmal eine Temperatur erreicht hat, kannst du jeden Tag das Wasser genießen. Und gerade wenn es draußen kälter ist, dann wirkt das Wasser noch mal wärmer. Also zum Baden macht das richtig Spaß bei den Bedingungen. Lars was born on Sylt. His father had a painting business. On a holiday island, the job of beach supervisor and lifeguard is as secure as any trade person. Also bei solchen Tagen, da wissen die Leute eigentlich schon, dass es gefährlich ist, kommen zu uns ins Badefeld und baden quasi nach Vorschrift. Also gefährlich wird es an Tagen, das Wetter ist schön, wirklich eine kleine Dünung da. Viele erkennen nicht, wann und wo Strömungen entstehen. Ne? Also hier haben wir oft eine Rippströmung, eine Treckerströmung, die durch die Sandbänke entstehen, durch die Buhnen entstehen. Und das können viele an der Oberfläche vom Wasser nicht erkennen und begeben sich so in Gefahr. Maren is going shopping. In the evening, she will be cooking a roast with Sylt Galloway beef. The Galloway are a robust Scottish Highland cattle that are well able to tolerate the island's stormy weather. At the slaughterhouse, she picks up 1.5 kilos of the regional meat.
It's not cheap, but she likes to know where the meat's coming from. Then Maren cycles over to the island's last remaining dairy farm. Moin. Na? Na? Kommst du wieder auf Milchtour? Ja. Wie ist das von? 4. Hier. Bitte. Frisch von der Kuh. Gruß von Lars. Oh, wie schön. Ah, ist doch schön, wenn die Makrelen wieder laufen. Ja. Danke. Wir sehen uns. Sylter Luft, in Sylter Tüte oder auf dem Feld. Was will man mehr? Brauchen wir gleich. Once a week, Maren looks after her grandson Pietje. Und jetzt machst du so viel Mehl da rein, bis Oma Stopp sagt, okay? Ganz viel. Noch viel mehr. Together they're baking apple dough balls. The small donuts are made with flour, milk, sugar, yeast and egg. 5. Willst du nicht? Soll Oma machen? Gut. Maren carefully mixes the batter and allows it to rise a little. The batter is baked in the dough ball skillet. So. Apfelkuchen. The apple dough balls are filled with jam. Maren uses plum jam and tops off the small cakes with fresh batter. Das ist die Apfelform, die da nachher rauskommt. Da ist gar kein Apfel drin. Ja, meine Oma hat immer gesagt, das sieht eigentlich aus wie ein Pferdeapfel. Ja, schmeckt aber viel besser, ne? Finally, they're sprinkled with a little icing sugar. At the beach, a shipment of wicker chairs has just arrived. Das sind die schönen, frischen, neuen Körbe, die sollen ran an den Strand. Hier machen alle alles. Ne? Alle helfen allen. Viele Hände, schnelles Ende sozusagen. Ne? For the lifeguards, helping with the unloading is just another of their many duties. Above all else, the holidaymakers should be comfortable and content. Ja, die Gäste, die wollen ja teilweise erste Reihe oder oberste Reihe und ja, versuchen alles möglich zu machen. Jetzt kannst du die abpflücken. Guck. Super, hier rein. Oder im Mund. Du darfst die essen. Und ab im Mund. The small garden is not just a playground for Pietje, but is also where Maren grows her fruits and vegetables. Wir finden es wichtig, gerade für die Kinder, dass sie mitkriegen, dass ein Kohlrabi nicht beim Supermarkt irgendwie eingepackt liegt, sondern dass es auch mit Arbeit zu tun hat. Und es bringt Spaß. Her garden-grown turnip cabbage will be a side dish for the Sylt Galloway beef. Maren spreads mustard on the beef and seasons it with rosemary. Then she sears the meat in the stewing pan to close the pores. One more dousing with garlic and oil, and then into the oven for 2 hours at a medium temperature. To go with the meat, there's fresh turnip cabbage, which is stoved. Stoving is a Frisian technique whereby the ingredients are cooked in milk. Maren then adds some homemade frozen broth. Also das ist komplett Heimat. Das Nordische ist eigentlich, dass das jetzt in Milch gekocht wird, mit Brühe. Das kennt auch nicht wirklich jeder. Also in Milch gekocht, Kohlrabi oder überhaupt auch Bohnen und sowas ist gestuft. The turnip cabbage and roast beef are ready. The whole family regularly enjoys dinner together in Lars and Maren's kitchen. The 2 daughters with a friend and boyfriend, grandson Pietje, and Lars's brother who lives next door. Guten Appetit!
Maren and Lars are heading out to the mudflats to collect oysters. On Sylt, they're usually only available at the oyster farm, but those are more expensive. Every inhabitant is allowed to take home 1 bucket of wild oysters every day. Lars sammelt, ich putz. Hier schön putzen, Ja, ne? Dass wir dann, wenn du die aufmachst, den Sand nicht mit reindrückst. Sonst knirscht es beim Essen. auch schöne Größe, ne? Schmeckt auch Wunderbar. am besten so. Klein sind am feinsten. Ja. Wir fahren ab und zu, also mit unserem Wohnmobil, dann gerne mal hier auf dem Ellenbogen einfach mal einen Tag Pause machen. Das ist Urlaub für uns, wenn das nur eine Nacht ist. Das ist schon ganz schön. Und dann geht man natürlich ein bisschen auch spazieren. Gerade Wattenmeer finde ich sehr, sehr schön. Das ist mal so ein bisschen Peeling für die Füße. Hier bist du hörst ja kein Auto fahren, du hörst keine Musik. Das ist einfach, also wenn jetzt der Wind nicht wäre, würdest du richtig, dann das Watt lebt. Ne? Also du hast diese ganzen Vögel, was hier los ist hier, wenn man hier morgens früh mal ist ein wirkliches Spektakel. Ne? Machst du mir erst die, It's the next morning. und dann kannst du ja Lars and Maren are preparing a brunch. Lars has also bought some Sylt mussels from a local fisherman. These are cultivated on a large scale in the south of the island. Läuft. Schön Muscheln mit Speck und Zwiebeln oder einfach zum Rührei dazu. Wenn es gut gemacht ist, kann ich sie jeden Tag essen. The mussels are cooked on a vegetable bed of carrots, leeks and parsley. This helps to refine the flavor. ohne Wein keine Muscheln. Nicht ins Glas, sondern in den Topf. Ja, der Kochwein fehlt, ne? Ja, gut. Muscheln können kommen. Es ist ganz normales Gartengemüse und wichtig ist auch, dass der Wein da reinkommt. Klassischer Ansatz. Ganz Alles klassischer sozusagen die Muschelansatz. Grundgeschichte für alles Leckere. During cooking, the mussels gradually open up until they're ready for eating. Lars has relocated to the garden with his grandson Pietje. He's marinated some smoked salmon in orange juice and vanilla pods. The salmon is being made into tartar sauce. Einfach so Kleinigkeiten, besondere Sachen, ein bisschen was Abgefahrenes, einfach, dass auch fürs Auge mal was dabei ist. Das macht mir einfach Spaß. The marinated salmon is joined by shrimps from the region. This is the classic Sylt style. Lars also mixes in some exotic ingredients, including avocado and mango. It's his own creation. Ich fahre gerne weg, aber sag mir, der richtige Sylter kriegt schon auf dem Hindenburg da am Heimweh und ohne Sylt könnte ich gar nicht. Für mich ist Sylt Freiheit, das ist ja, mein Zuhause. When finished, the mixture is spooned into a small pot. Finally, the ingredients are pressed together to make a salmon tower. Das sieht nachher schicki aus. Alles richtig gemacht. Oh, fein gedeckt hier. A Sylt brunch is likely to include numerous regional fish dishes. Lars has invented something for the oysters that he gathered. Here, the oysters are not slurped down raw, but are grilled with spinach and cheese. Man macht das ja nicht jeden Tag. Weil ja eine dann auf dem Festland ist und beruflich sind die anderen eingespannt und so. Aber wir versuchen doch schon regelmäßig, dass alle zusammenkommen und dass wir den Gas geben können. Das sieht aber gut aus. Until the grilled oysters are ready, there's salmon tartare and the pickled mackerel. Sehr schön. So soll das sein. Einer muss auch schön die Muscheln probieren, ob die lecker geworden sind. Lachs-Tatar geht ohne Prügel runter. Also wir waren. Sehr lecker. Ja, gut. Ja, also, probieren, sag ich nur. Probieren. Was rein. Wer hat Bock auf gratinierte Auster?
On the mudflat side of the island is a popular destination, the so-called bird bunk. Maren's father works here, bringing tourists a few days a week. The bird bunk was constructed in the 18th century as a duck shooting hide to help feed the many destitute inhabitants of the island. Wofür war der Teich damals? Der Teich wurde angelegt, um Enten einzufangen. Und dann saßen auf dem Teich Lockenten. Da sind die immer hinterher geschwommen, die Wildenten. The bird bunk is one of the few forested areas on the island. It's situated on the mainland side, adjacent to the mudflats. Maren's father Johannes moved to the island 50 years ago. Als ich herkam, da gab es noch die Leute Ulle Jürgens, Gunter Sachs oder andere Prominente, die waren hier. Und es war immer so, und es ist heute noch zum großen Teil so, dass die Sylter die Leute erkennen und sagen einfach Moin und gehen an ihm vorbei. Ich glaube, die Sylter, die hier länger wohnen, die wollen sich lieber entspannt an den Strand setzen und so eine Aussicht wie hier genießen, mit der Familie zusammen kochen und ihr eigenes Ding durchziehen. Und ich glaube, das ist das, was uns glücklich macht, ne? Genau. Just next door, Lars is visiting his sister-in-law Tine. Together, they're baking a Sylter pie. So, Kleine Backschule. kleine Backschule. Genau, dann fangen wir mal an. Dann kannst du das Mehl abbiegen, das brauchen wir als erstes. Das ist ungefähr die Hälfte der Packung. Das reicht nicht. Wir wollen Kuchen backen, Lars. 250 Gramm Butter, die musst du vorher ein bisschen klein schneiden. Wie viel ist es denn jetzt hier? Da die ganze Packung. Die ganze rein. Packung? Na gut, dann ist es doch nicht mehr so der Diätkuchen hier. Hier ein ganzes Paket Butter rein. Ich finde, beim Kochen ist mehr Emotion oder mehr Freiraum. Beim Backen, da muss man sich schon so ein bisschen mehr an die Vorgaben halten. Also wenn ich irgendwo was zu viel oder zu wenig nehme, kann, glaube ich, das eine oder andere schief gehen. Das kann gut passieren, ja. The Sylter pie is a short crust pastry made from wheat flour, butter, eggs and sugar. The ingredients are first mixed and then kneaded. Tina trains regularly together with the lifeguards. As per tradition, everyone on the island of Sylt is welcome to participate. Das ist ja ein Knetteig und kein Rührteig. Ja, wie ist es mit Schwimmen heute Abend? Ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Na, wir schwimmen am Strand. Was? Soll doch ganz schön wellig werden, oder? Ja, ich glaube, es kann ein bisschen Bewegung geben. Ich weiß nicht, dann ist das, glaube ich, nichts für mich. So, ich finde, jetzt kannst du auch noch mal ein bisschen. Pass auf, dass der schön zusammenbleibt. Ja. Ist eine anstrengende Nummer. Ja, guck mal. Wie machen wir es, dass er jetzt nicht auseinanderbricht? Stückeln wir einfach nachher. Und dann klappt sich der Rand so ein bisschen hoch. The finished short crust pastry is topped with a thick 1 to 2 centimeter high layer of plum jam. Tina boiled up the jam earlier on. Lars decorates the pastry with a short crust braid cut from the remainder of the dough. Jetzt packt dich der Ehrgeiz, was? So, was meinst du? Oh. Für meinen ersten Pie gar nicht schlecht. Lars takes the freshly baked pastry with him to the beach. But first, the colleagues have to earn their treat. Okay ist heute herrliche Bedingungen, um hier ein bisschen schwimmen zu gehen. Ne, dass jeder einmal gerettet worden ist und jeder einmal rettet. Dass wir die Leute nicht unter Wasser ziehen, ist wichtig. Wenn irgendjemand Probleme hat, meldet er sich und dann schauen wir mal. Okay. Yeah. Some quick warm-up training for the lifeguards. Wer möchte Opfer sein? Anna. As the volunteer victim heads out into the waves, rescuer Patrick puts on a line. Und erst wenn du Anna sicher hast, du bei ihr bist, sprichst du mit ihr, alles okay, dann machst du das Handzeichen und dann ziehen wir. The other lifeguards should keep the rope out of the water so it's not pulled away by the current. At the same time, every hand is needed to pull the victim out of the water. The helpers also have to take care not to endanger themselves.
Ja, jeder Tag ist anders hier. Und jeder Tag hat andere Strömung. Ist ja nie Routine. Ja, gerade dieses Vor-Ort-Training, das nochmal wirklich in echt zu üben, auch wenn es mal kein Ernstfall ist, dass man so ein bisschen Routine reinkriegt, ist schon echt wichtig. After the rescue operation, the participants can finally enjoy a piece of Sylter pie, which Lars baked together with his sister-in-law, Christine. Was ist das denn für ein Kuchen? Ein Pie. Friesenpie. Riesenpie, ne? Aber Ja. den hat jetzt Christine gemacht. Und Christine war gar nicht mit uns schwimmen, obwohl die eigentlich donnerstags immer mit uns schwimmt. Na, dann kriegt sie auch nichts ab vom Kuchen. It seems that Sylter pie is only for those who aren't scared off by the changeable island weather. Tomorrow, the sun might be shining once again, meaning lots of work for Lars on a beach full of bathers.